Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus diesem Moment heraus die Entfaltung des Seins zu offenbaren. Du weißt, dass du bist, was du bist und dass du alles bist, was ist und du damit alles, was ist, selbst wählst. Nicht bewusst zumeist und doch wählst du, was du erlaubst, um es zu erleben, um es zu erfahren, denn nur die Erfahrung lässt dich bereichert sein. Und so fühlst du Bereicherung durch jede Erfahrung hindurch. Beengung kannst du dadurch bewirken, dass du diese Erfahrung wertest. Doch Bereicherung ist trotz der Bewertung von Beengung oder Ausdehnung jede Erfahrung. Alles, was in deinem Leben geschieht, ist Ausdehnung, ist Wachstum, ist über dich selbst hinausgehen in die Unendlichkeit der Schöpfung, in die Unendlichkeit der Möglichkeiten, in die Entfaltung deines Seins. Du bist auf Erden, um dich in deinem vollkommenen Sein zu erfahren, um unbegrenzt zu erleben, was es heißt zu sein, in der Begrenztheit des physischen Körpers, in der Fokussiertheit, in diese Form, in diese Wesensform, in diese Individualität des Lichts der Liebe. Und doch, alles, was du ausdrückst, ist Ausdruck der Liebe. Alles, was du empfängst, ist Erfahren von Liebe, ist Erfahren von Licht. Du selbst erlaubst, ob dieses Licht gebrochen ist und sich in bestimmten Farben zeigt oder ungefiltert, genau in seiner Vollkommenheit dich erreicht. Du selbst bist erlaubender Schöpfer deiner Schöpfung, denn die Schöpfung ist alles, was ist, und du bestimmst, welche Farben gebrochen werden in das, was du sehen kannst, welche Farben aus dem vollkommenen Einseinsspektrum von an dich erreichen. Das dann nimmst du als individuelle persönliche Erfahrung wahr, das dann nimmst du als dein Leben wahr. Und wir sagen, jedes einzelne Leben ist reich, Bereicherung von dem All-Eins-Sein, von dem All-Ein-Leben, von dem Erleben von allem, was ist. Und somit erlebst du durch dich, durch jeden, durch alles hindurch so vieles, vieles mehr, als du nur durch dich selbst hindurch erleben könntest. Es ist Reichtum, es ist Fülle. Du selbst kannst es als Begrenzung wahrnehmen, doch es ist Reichtum, es ist Fülle. Wie langweilig wäre es, wenn jeder Mensch auf die gleiche Weise leben und erleben würde, wenn jeder dein Erleuchtetsein für sich einfach übernehmen würde und aus deinem Bewusstsein heraus weiterleben würde. Es wäre nicht die Vielfalt, die Unzähligkeit von Möglichkeiten, die du erleben würdest. Die Möglichkeiten, die nicht gewählt sind, signalisieren dir Reichtum. Die Möglichkeiten, von denen du wählen kannst, stets die gleiche wählend, stets die gleichen wählend, signalisieren dir die Fülle des Lebens. Und somit sind die Unzähligkeiten der Möglichkeiten das, was dich frei fühlen lässt, das, was dich in der Vollkommenheit der Wahl sein lässt, in der Vollkommenheit der Möglichkeiten, aus dem Allen schöpfend, in das hinein erlaubend, was für dich sich stimmig anfühlt, für dich sich freudvoll anfühlt, deinem Herzen entspringt. Deinem Herzen entspringt deine Erfahrung und somit bist du reich um deine Erfahrung und die Erfahrungen der anderen, die wiederum deren Herzen, deren Wesen, deren Erlauben entspringen. Du bist reich in dem, was du bist. Du bist reich in allem, was du erlebst. Erlebst du deinen Reichtum, dein Reichsein, deine Fülle, dein Gesegnetsein mit all dem, was ist, durch dich hindurch, durch alles andere hindurch, durch dich primär erlebend, durch anderes sekundär erlebend. Erlebst du dies als Fülle? Fühlst du dich stets genährt, vollkommen reich, in dir selbst stark? Und wir ermutigen dich zu dieser Stärke, zu diesem Reichtum. Wir ermutigen dich dazu, immer wieder in dir selbst zu erkennen, wie sehr du dich gewählt hast, wie sehr du gewählt hast, in deiner Form zu sein, in deinem Ausdruck zu sein, dein Leben zu leben, dein Leben zu erleben.
Das ist die Fülle deines Lebens, aus all den Möglichkeiten dein Leben zu wählen. Immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Dort findest du den Quell deines Seins, dort findest du die Energie, die fortwährend strömt. Dort findest du die Unbegrenztheit von Energie, die dir zur Verfügung steht. Sie steht dir zur Verfügung, indem du erlaubst, indem du dir erlaubst, so zu sein, wie du bist. Nicht anders, nicht so, wie andere dich vielleicht wollen, wie du vielleicht sein könntest, um besser reinzupassen, um mehr Harmonie zu bewirken. Du bewirkst Harmonie, indem du dir erlaubst zu sein, was du bist, indem du fühlst, dass deine Kraft in dir ruht, in deinem in dir ruhen, deine Kraft zu finden ist, deine Kraft aus dir herausströmt, aus dir heraus sprudelt, ungefiltert, ungelenkt, denn du bist gelenkt durch dein Sein, durch das Göttlichsein, durch die Freude, durch das Licht, durch die Liebe, durch dein Erlauben. Du bist geführt, vollkommen geführt, durch den Zauber deines Herzens, durch die Hingabe an deine Herzensinspiration. Du bist geführt, du bist vollkommen, du bist in deiner Kraft. Gibst du diese Kraft weg, fühlst du, dass dein Feld um dich herum diese Kraft bekommt. Du selbst jedoch bist derjenige, der deine Kraft dem anderen übermittelt, um zu sagen, ich möchte sehen, wie es ist, wenn du mit meiner Kraft machst, was du mit meiner Kraft machst, wenn du mit meiner Energie machst, was du mit der Energie machst, die dir zur Verfügung gestellt wird. Ich möchte sehen, was geschieht, wenn meine Energie durch dich hindurchfließt. Du siehst, was geschieht, wenn deine Energie durch andere Menschen geführt wird. Doch sie wird durch andere Menschen geführt durch dein Erlauben. Das ist, was geschieht, wenn du unter Menschen bist und nicht bewusst dich in jedem Moment selbst neu für dich entscheidest. Da ihr gelernt habt, euch gut in andere hineinzufühlen, hineinzufügen in die Szenarien des Lebens, habt ihr auch gelernt, eure Energie hier und dort und überall zur Verfügung zu stellen. Viele von euch haben das Gefühl, dass Einssein bedeutet, in allem und durch alles hindurch in jedem Moment seine Energie zu erlauben. Wir sagen, dass indem du fühlst, dass deine Energie alles ist und durch alles hindurchfließt, du deine Energie nicht mehr fortzugeben brauchst, du nicht mehr zu sagen brauchst, ich stelle dir meine Energie zur Verfügung, ich stelle dir meine Zustimmung zur Verfügung, ich stelle dir zur Verfügung, dass ich die Welt mit deinen Augen sehe. Nein, du kannst die Welt mit den Augen eines anderen sehen, ohne dem anderen deine Zustimmung zu geben, ohne dem anderen deine Energie zur Verfügung zu stellen. Du kannst sehen, dass der andere sieht, was er sieht, ohne sehen zu müssen, was der andere sieht, denn es genügt, dass du siehst, was du siehst und aus dem heraus in Liebe bist. Siehst du das, was du siehst und gehst daraus in den Mangel, bist du nicht mehr in der Liebe. Gibst du deine Energie weg in dieses Konzept, das du in dem Moment siehst, in das Konzept von es ist so und es könnte anders sein und so wäre es besser. Bleibst du jedoch in deiner Frequenz der Liebe, bleibst du in deiner Frequenz des sprudelnden Quells, der aus dir heraus strömt, genauso frei und leicht, wie er ist, wie du bist, ist alles frei und leicht um dich herum, weil du frei und leicht bist. Und so merkst du, dass das Feld um dich herum keine große Auswirkung auf dich hast, dass du dich nicht interessierst für das, was nicht deiner Energie, deiner Vibration, deiner Schwingung entspricht. Und so kann es sein, dass du etwas nicht erlebst, was ein anderer erlebt, der direkt neben dir ist. So kann es sein, dass du in einem vollen, überfüllten Zug fährst, der mit vollen Menschenenergien um dich herum ist und ein anderer, der neben dir ist, all diese Menschen interessant findet, sie wahrnimmt, durch ihre Augen hindurchschaut, während du in dem Zug bist und ein ganz individuelles Erleben hast. Ein Erleben, welches anders ist, welches nicht durch die Augen der anderen hindurchschaut, welches sich nicht überlegt, welche Geschichte diese anderen haben. Du kannst die ganze Zeit, dein ganzes Leben lang die Geschichten der anderen erleben und fühlst dich reich. Wisse jedoch, dass dies Reichtum ist, den du dir selbst aussuchst, dass dieser Reichtum dir zur Verfügung steht, wenn du entscheidest, ich möchte durch alles das, was ist, hindurch erleben und möchte die ganzen Geschichten erleben, die dort sind. Ich fühle mich reich, indem ich Geschichten erzähle, Geschichten erlebe, Geschichten andichte und diese angedichteten Geschichten als Realitäten erlebe. Es ist Reichtum, Facettenreichtum, Fülle. Du lebst, indem du alles, was da ist, mitbekommen möchtest, dichtest, erlaubst,
fantasierst. Und es ist so vielfältig und bunt, wie all die Fantasien, all die Geschichten, die alle da sind, alle für dich da sind. Zugleich hast du die Möglichkeit zu sagen, mir reicht es in diesem Moment, durch mich hindurch zu fühlen, durch mich hindurch zu wirken, mich zu sein, in dem individuellen Körper, in dem ich hier auf der Erde bin, dem individuellen Bewusstsein, welches ich über so viele Jahrzehnte hinweg genährt habe mit dieser Frequenz der Liebe, welches ich programmiert habe, Liebe zu durchströmen. Ich interessiere mich dafür, was passiert, wenn Liebe strömt, wie diese Liebe auf die Menschen wirkt. Die Geschichten der Menschen sind für mich nicht primär. Primär ist für mich das, was Liebe erzählt, was Liebe bewirkt, was Liebe in diesen Moment bringt. Indem du dir Gedanken über andere machst, lässt du ihre Geschichte in dein Feld. Zuvor hast du jedoch diese Geschichte selbst gewählt, denn die Geschichte eines jeden ist so individuell wie der sie erzählt, der sie wahrnimmt. Die Einladung für uns, wenn du bei dir bleiben möchtest, im Kontext von und mit Menschen, ist, Wege zu finden, bei dir in deinem Fokus, bei dir in deinem Energiefeld, bei dir in deinem Herzensraum zu bleiben und aus diesem Herzensraum heraus mit jedem und allem zu interagieren, wenn es sich richtig anfühlt, zu interagieren. Aus diesem Herzen heraus alles wahrzunehmen, wie überall um dich herum das Licht ist, das Bewusstsein, in jedem Menschen Bewusstsein hineinfokussiert, hindurchfokussiert, indem du den Strom erlaubst, den Fluss erlaubst, kommt er ins Fließen, indem du Bewusstsein erlaubst, kommt es ins Fließen, indem du um dich herum, in all diesen Wesen, all diesen Menschen, seien es Wesen wie Menschen, seien es Wesen wie Tiere, seien es Wesen wie Bäume, sei es die Luft, das Wasser, das Feuer, das Licht, alles kann das Bewusstsein hindurchfließen lassen, wenn du erlaubst, dass es fließt, und es fließt nach. Es fließt immer nach. Der Fluss fließt immer nach, wenn du ihm erlaubst zu fließen. Siehst du nicht, dass der Fluss fließt, so kann er für dich nicht fließen, so sehr er auch fließt. Doch er wird für dich nicht fließen und du wirst nicht teilhaben an seinem Fluss. Willst du mehr Bewusstsein auf der Erde? Erlaube das Bewusstsein. Erlaube dir selbst, das Bewusstsein in allem zu sehen. In Mensch, in Tier, in Baum, in Pflanze, im Element, jedem Element, das ist, in jedem Ausdruck, sichtbar und unsichtbar. Erlaube diesem Bewusstsein zu fließen. Viele von euch, und wir machen hier einen kleinen Ausflug, von dem wir wissen, dass er zu unbestimmten Zeiten bestimmten Menschen helfen wird. Viele von euch halten gern auch die Verstorbenen fest in ihren alten Mustern, alten Energien, alten Geschichten. Und doch ist es so, dass jedes Bewusstsein reines Bewusstsein ist die Form gelöst. Von dem Bewusstsein ist das Bewusstsein genauso frei wie der Betrachter. Und so ist es möglich für den Betrachter, das Bewusstsein genauso frei zu erleben, genauso frei zu genießen, genauso frei mit diesem Bewusstsein zu spielen. Ob in physischer Form, ob in nicht mehr physischer Form, ob in menschlicher Form, ob in tierischer Form, ob in pflanzlicher Form, ob in sichtbarer, unsichtbarer Form. Es ist möglich, das freie Bewusstsein zu erleben. Je formloser, desto leichter ist es, das Bewusstsein zu erleben. Es sei denn, ein Konzept hält dich, hält euch davon ab. Es ist dein Erlauben, was den Fluss, den Strom des Bewusstseins durch dich erlaubt oder den Strom des Bewusstseins von dir fernhält, den Strom der Liebe durch dich hindurch erlaubt oder den Strom der Liebe von dir fernhält, den Strom des Lichts durch dich hindurch erlaubt oder den Strom des Lichts von dir fernhält. Du selbst kreierst jede Position um dich herum als einen Ausdruck von Liebe oder einen anderen Ausdruck von Liebe, einen freien, leichten, reinen, unschuldigen Ausdruck von Liebe oder als einen vorgeprägten, verhärteten, dichten Ausdruck von Liebe. Der dichte, verhärtete mag sich anfühlen wie etwas Unwohlwollendes, etwas, das dir nicht gut gesonnen ist, etwas, das gegen dich arbeitet, das dich kritisiert, das du kritisierst. Wir sagen dir, du selbst bestimmst durch das, was du im anderen siehst, die Schwingung, die sich in dir weit macht. Indem du etwas wahrnimmst, indem du etwas sprichst, indem du etwas mitfühlst, indem du etwas fühlst, fühlst du es zunächst selbst.
Es geht durch deinen Körper hindurch, bevor es einen anderen erreicht. Und so ist es, wenn du die Geschichte eines anderen wahrnimmst, dein Körper, der diese Geschichte fühlt. Es ist nicht der Körper des anderen. Es ist nicht dein Urteil, das dem anderen schadet. Es ist das, was dir selbst widerfährt. Denn du selbst in dir hast diese Frequenz, die durch dich, deinen Körper, dein Sein hindurchgeht. Möchtest du also geschützt in einem Rahmen sein? Möchtest du in dir selbst stark sein? So besinne dich auf dich selbst, besinne dich auf dich selbst, besinne dich auf dich selbst und besinne dich auf selbst im anderen. Will sagen, besinne dich auf das Essenzsein im anderen, das Licht im anderen, die Liebe im anderen, die Frequenz des reinen Seins im anderen. Du kannst so viel Freude im Erleben mit anderen haben. Du brauchst nicht isoliert in einer Höhle, in deinem Haus, in deiner Wohnung, in einem Zimmer zu sein, um in deiner höchsten Frequenz zu sein. Wie viel mehr Freude macht es, diese höchste Frequenz in den anderen wahrzunehmen, durch die anderen fließen zu lassen, durch dich hindurch fließen zu lassen, indem du sie in den anderen siehst. Alles, was du im anderen siehst, durchfließt dich selbst. Siehst du also im anderen Bedrohung deiner eigenen Frequenz, und wir sagen das voller Liebe, voller Liebe, voller Liebe und frei von jeglicher Wertung, weil wir wissen, dass dieses Spiel ein Spiel ist, das übernommen ist, dass ihr gelernt habt, um euch zu befreien, um euch selbst zu fühlen, um zu fühlen, das bin ich, dafür entscheide ich mich. Das sind die anderen, dafür entscheiden sie sich. Dieser Schritt ist notwendig, um zu erkennen, dass in dir die Verantwortung für dich und deine Frequenz liegt. Möchtest du jedoch weitergehen, diesen Schritt darüber hinausgehen, erkennst du, dass du auch dich in den anderen entscheidest, dass du auch in den anderen die Frequenz siehst, die du sehen willst, dass du damit das Erleben des anderen selbst in der Hand hast. Es braucht viel Mut, tiefes Vertrauen, um dies zu erleben, denn das Erleben folgt nicht dem einen einzigen Moment des Erlaubens. Das Erleben folgt den wiederholten Momenten des Erlaubens, des Vertrauens, des Probierens, des Scheiterns, indem du dir erlaubst, im anderen das zu sehen, was du sehen willst und es nicht sehen zu können. Gehst du den Schritt, den mutigen Schritt, im anderen das zu sehen, was du sehen willst, weil du es erlaubst. Weil du es erlaubst und wieder erlaubst und wieder erlaubst, weil du es für möglich hältst, für wieder möglich hältst, für wieder möglich hältst, weil du aufstehst, nachdem du gefallen bist, aufstehst, nachdem du gefallen bist, aufstehst, nachdem du gefallen bist, weil du weißt, dass du laufen kannst, auch wenn du es noch nicht geschafft hast. Du weißt es, woher auch immer du weißt es. Und deshalb weißt du, dass das, was du in dem anderen siehst, stets das ist, was du in dem anderen erlaubst. Erlaubst du in dem anderen das vollkommene Bewusstsein, kannst du all das, was du in dem anderen auch siehst, auch erlauben. Denn du erlaubst, dass dieser, das andere sich so ausdrückt, wie es sich ausdrückt, wissend, dass das, was du siehst, das ist, was dir am liebsten ist. Diese hohe Frequenz, das, was dir so nahe ist, weil du selbst dich dafür immer wieder neu entscheidest, manchmal nicht und dann doch immer wieder neu entscheidest, manchmal nicht und dann doch immer wieder neu entscheidest. Du bist diese Vollkommenheit. Du bist in der Vollkommenheit. Du bist in der Vollkommenheit durch dich hindurch, durch alles hindurch, in allem, wenn du es wählst. Und doch, wir möchten hier darauf hinweisen, kann es so erfüllend sein zu fühlen, dass du selbst das bist, was andere nicht sind. Und somit spielst du mit diesem Spiel von ich bin so und die anderen sind anders. Wir könnten auch sagen, ich bin besser und die anderen sind anders. Es ist ein Spiel, was frei von Wertung ist, was wichtig ist zu spielen, um dann zu entscheiden, wie du spielen möchtest. Denn hast du nicht das Gefühl, dass du besser bist, hast du nicht das Gefühl, wie es ist, besser zu sein. Und wenn du nicht das Gefühl hast, wie es ist, besser zu sein, fühlst du nicht, dass du besser bist. Du bist besser genauso, wie du schlechter bist, genauso wie du genau bist, wie jeder andere auch. Du bist alles, was ist, somit bist du besser und schlechter. Du bist genauso wie alle anderen gut und nicht gut. Und doch bist du frei, dich besser zu fühlen, dich schlechter zu fühlen. Fühlst du dich an der einen Stelle besser, kannst du Gewissheit haben, dass du dich an einer anderen Stelle schlechter fühlst. Das erlaubt dir
in dein Zentrum zu strömen, in dein Zentrum hinein zu streben, denn du weißt, auch eines Tages möchtest du in der vollkommenen Zentriertheit deines Seins sein, in dem vollkommenen Ausdruck von dem, was du bist, sein. Eines Tages möchtest du nicht mehr die Extreme ausloten, das Plus, das Minus in beide Richtungen erfahren, denn du hast es erfahren und kannst es stets und ständig erfahren. Ohne dass du es erfahren hast, ergibt es keinen Sinn, die Balance zu suchen. Denn in der Balance findet sich dann der Mangel vom Erfahren. Das ist der Grund, weshalb so viele von euch, anstatt in der Höhle zu sitzen und allein die Frequenz der Liebe zu vibrieren auf der Erde, in diesen Zeiten gewählt haben, zu erfahren. Denn die Liebe ist jetzt zugänglich für jeden. Die höchste Bewusstseinsfrequenz auf der Erde ist jetzt zugänglich für jeden. Und somit bist du in der Position zu erleben, um zu wählen von all dem Erleben, aus dem Wissen heraus, aus der Erfahrung heraus. Deine Kommunikation mit jedem Wesen, was ist, deine Kommunikation, sei es mit Mensch, sei es mit Tier, bündelt das, was du in Frequenz erlaubst, in dir trägst. In dem Moment, in dem du jemandem gegenüber wohlwollend sprichst, empfängt er das Wohlwollen. In dem Moment, in dem du wohlwollende Worte sprichst, jedoch keine Liebe fühlst, empfängt derjenige die Frequenz. Die Frequenz des keine Liebe ist fühlbar. Und die Worte spielen keine Rolle. Du kannst an den Worten festhalten. Du kannst sagen, ich habe dies und das gesagt. Hast du das nicht gehört? Ich habe nicht das gemeint, was du gefühlt hast. Und doch weißt du, das, was der andere gefühlt hat, ist die Schwingung, die übertragen wurde. Spiele also mit dem Übertragen von Schwingung. Experimentiere, indem du ohne Worte kommunizierst. Und da dieses Thema, bevor wir zu euch begonnen haben zu sprechen, bereits hineingebracht worden ist, das Thema der stillen Kommunikation, das Thema der Kommunikation mit Tieren, welches in den allermeisten Fällen in Stille geschieht, möchten wir hierauf Bezug nehmen. In dem Moment, in dem du ein Wesen dir gegenüber hast, das der Worte nicht mächtig ist, das deines Ausdrucks nicht mächtig ist, deines sprachlichen Ausdrucks nicht mächtig ist, erlaubst du dir leichter und freier auf Schwingungsebene zu kommunizieren, selbst wenn du Worte verwendest. Wir ermutigen dich also, Worte zu verwenden, die Schwingung übertragen, denn du bist es gewohnt, in Worten Schwingung zu übertragen. Je mehr du in deinen Worten die Schwingungsübertragung wahrnimmst, desto tiefer erreicht auch in unbewussten Situationen, in denen du Worte übermittelst, dein Schwingungsübertragen den anderen, desto bewusster wirst du im Übertragen der Schwingung, während du Worte sprichst. Geht es also um Tierkommunikation, laden wir dich ein, so frei du magst, zu spielen. Die unbewusste, wir wollen sagen, unsichtbare Kommunikation bewusster, sichtbarer zu machen. Tiere sind ein Frequenzfeld, das unmittelbarer und stets im Moment auf dich reagiert. Jedes Tier
reagiert aus dem Moment heraus auf die Schwingungsübertragung, die du bewusst oder unbewusst vornimmst. Und so ist es eine größere Disziplin, mit Tieren zu sprechen, die nicht filtern, was du gesagt hast, nicht trennen, was du gesagt hast von dem, was du an Schwingung übertragen hast. Der Mensch hat sich daran gewöhnt, die Worte von der Schwingung abzutrennen und somit rational auf die Worte und nicht die Schwingung zu reagieren, bis er es nicht mehr schafft, weil die Schwingung stärker ist, als die Worte sind. In der Kommunikation mit Tieren ist die Schwingung in jedem Moment das, was primär wahrgenommen wird. Du kannst ein Wort in einer anderen Melodie sagen und das gleiche Wort kommt nicht an. Du kannst ein Wort auf verschiedene Weise sagen und immer wieder in der gleichen Frequenz den gleichen Befehl übertragen und es ist egal, was du sagst. Was ankommt, ist die Schwingung. Was ankommt, ist das, was du zu übertragen fühlst. Und wir sagen nicht zu übertragen wünscht, denn es gibt auch Tieren gegenüber eine Machtlosigkeit, die du verspüren kannst, die Machtlosigkeit deiner eigenen Frequenz. Bist du also in einer Frequenz der Zerrüttetheit, in einer Frequenz, die nicht deine vollkommene Seinsentfaltung ist, sondern ein Teil deiner Seinsvollkommenheit. Eine Farbe, Licht gebrochen und nur sichtbar in einem Spektrum des Seins, der Farbe, des Lichts. Bist du also in einem zerrütteten Zustand dem Tier gegenüber, so kann es sein, dass du alles versuchen kannst, um diesem Tier zu übermitteln, was du willst. Das, was das Tier fühlt, ist jedoch die prädominante Frequenz, die aus dir hervorspricht. Und so kann es sein, dass du dich unverstanden fühlst. So kann es sein, dass das Tier nicht auf das, was du zu kommunizieren wünscht, reagiert, sondern auf das reagiert, was in dir ist. Das Tier ist somit ein vollkommener Spiegel deines momentanen Gemütszustandes. Und wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass auch das Tier nur genau das ist und genau das ist, was du erlaubst. Ist es also so, dass dein Verstand das Tier zu einem Mensch gemacht hat? Ist es so, dass du mit einem Hund zu tun hast, der ein Trauma erlebt hat, zu einer Zeit, in der du da warst, nicht da warst, so kannst du genau dieses in dem Hund wahrnehmen. Wenn ein Reizpunkt für dieses Trauma kommt, erlebst du, dass dieser Hund ein traumatisches Erleben mit einer traumatischen Reaktion beantwortet. Du kannst das Tier vermenschlichen, indem du von dem Tier erwartest, dass es auf eine Weise reagiert, dass es auf eine Weise krank wird, dass es auf eine Weise geimpft werden muss, dass es auf eine Weise, so wie du Menschen gegenüber. Und so sagen wir, dass jedes Wahrnehmen von dem, wie das Tier ist, deiner eigenen Entfaltungskraft unterliegt. Du selbst hast die Möglichkeit, den Ausdruck, jeden Ausdruck der Schöpfung zu dem Helfer zu machen, der dir genau die Erlebnisse erlaubt, die du in deinem Leben noch haben möchtest, die dir in deinem Portfolio noch fehlen, die Farben, die du beim Brechen des Lichtes noch nicht entdeckt hast. Zurückkommend auf die Kommunikation, die natürliche, spontane Kommunikation mit dem Sein, das sich durch das Tier hindurch entfaltet, möchten wir dir erlauben zu sehen, dass das Tier die Liebe ist, die du erlaubst, dass du häufig freier bist im Erlauben einem Tier gegenüber,
als einem Menschen gegenüber, weil du die Unschuld sehen kannst. Wir sehen die Unschuld in jedem Wesen. Und doch fällt es dir, euch oft leichter, in den Tieren die Unschuld zu sehen, da sie vom Menschen in den meisten Fällen, insbesondere in den Fällen der Haustiere, kontrolliert werden, da sie durch den Menschen erlaubt werden, so zu sein, dort zu sein, auf diese Weise zu sein. Und somit ist euer Mitgefühl für solches ein Tier größer zuhauf als für den Menschen. Und doch könnt ihr sehen, dass ihr im Umgang mit den Tieren ins Werten geratet, sobald ihr merkt, dass Tiere Zerstörung begehen, Dinge tun, die ihr wertet, von denen ihr als Konzept habt, dass dies nicht so sein soll. Denn anders ist das, was sein soll. Die Balance, die Natur, die Harmonie. Der Mensch ist auf der Erde, um zu lernen, dass im Erlauben Harmonie entsteht, im Kontrollieren Harmonie vergeht. Der Mensch ist auf der Erde, um zu erfahren, dass das Kontrollieren seine Grenzen hat und dass er sich entweder ergibt oder aufgibt. Er kann sich und seine physische Form aufgeben oder er kann sich und seine physische Form ergeben, der Harmonie ergeben und erleben, was auf der Erde an Harmonie möglich ist. Nicht dadurch, dass es kreiert wird, erzeugt wird, aufgezwungen wird, nein, dadurch, dass es erlaubt wird, dass es gesehen wird in jedem, durch jeden hindurch, in allem, durch alles hindurch. Wir möchten an dieser Stelle sagen, dass es möglich ist, mit den Schnecken zu sprechen, dass es möglich ist, mit den Mardern zu sprechen, dass es möglich ist, mit den Rehen zu sprechen, dass es möglich ist, auch mit den Ausdrucksformen, die euren Garten zerfressen, die Schaden anrichten, die andere Tiere vernichten, zu sprechen und mit ihnen in friedliche Übereinkunft zu kommen. Du kannst mit dem Kollektiv Schnecke sprechen und zu ihm sagen, lass uns so einigen, dass ihr hier seid und in diesem Bereich nicht. Du kannst die Worte sprechen, ohne sie zu fühlen, und du wirst kein Ergebnis wahrnehmen. Du kannst die Worte fühlen, ohne sie zu sprechen, und wirst merken, dass du in Harmonie mit deinem Umfeld kommst, dass du erlaubst, dass das Bewusstsein der Schnecken zu dir zurückspricht, dass du siehst, was sie möchten, was sie sich wünschen, was hinter ihrem Schneckenfraß steckt, wonach sie hungrig sind. Alles möchte Liebe. Der Marder, der Biber, die Bäume, die Pferde, die Hunde, die Menschen. Du, du möchtest Liebe. In dem Moment, in dem du einem Wesen gegenüber keine Liebe verspürst, geht diese Schwingung durch dich hindurch. Sie geht immer zunächst durch dich hindurch. Daher möchtest du mit allem Liebe, in allem Liebe, alles lieben, alles lieben, jeden Ausdruck möchtest du lieben. Und damit ist jeder Kampf, den du gegen irgendeinen Ausdruck kämpfst, ein Kampf, den du gewinnst, indem du ihn ergibst, indem du Liebe fließen lässt und in Liebe frei von Worten kommunizierst. Mit Worten, ohne Worten, es spielt keine Rolle. Die Frequenz, in der du kommunizierst, das Bewusstsein, in dem du kommunizierst, das Erlauben des Bewusstseins im Ausdruck, mit dem du sprichst, ist, was die Liebe fließen lässt,
ist, was dir erlaubt, in Liebe zu kommunizieren. Du kannst in Liebe zu etwas kommunizieren, das du für einen Stein hältst, von dem du denkst, dass es nicht empfängt und nicht zurückkommunizierst. Und somit ist dieser Stein ein Teil von dir, der unbeweglich ist, ein Widerstand. Erlaubst du diesem Stein jedoch das Bewusstsein, erlaubst du diesem Stein die Liebe, erlaubst du ihm im Bewusstsein mit dir als Bewusstsein zu kommunizieren, so kannst du den schönsten Dialog mit diesem Stein haben und fühlen und wissen, warum dieser Stein an dieser Stelle genau dies, was er tut. Warum dieser Stein an dieser Stelle dem Rasenmäher Schaden zugefügt hat. Warum dieser Stein an dieser Stelle dazu führt, dass Ameisen über ihn hinüberkrabbeln. Du kannst mit dem Stein kommunizieren. Und du kannst die Liebe fühlen. Und bald bist du umgeben von Liebe, überall, in allem. Bald bist du umgeben von liebevollen Wesen um dich herum, seines Steine, seines Pferde, seines Tiger, seines Löwen, seines Ameisen, seines Schnecken, seines Säbelzahntiger. Du bist umgeben von Liebe und Liebe reagiert auf dich mit Liebe. Bist du nicht im Gefühl, dass Zerstörung naht, brauchst du nicht zerstören. Bist du nicht im Gefühl von Kampf, spricht kein Kampf dich an. Deine Frequenz erlaubt die Frequenz im Gegenüber. Dein Kampfesgeist erlaubt den Kampfesgeist im Gegenüber. Und so ist die Kommunikation mit allem eine Frage von deiner Bereitschaft. Die Frage der Bereitschaft, des Bewusstseinssehens im anderen und des Bewusstseinerlaubens deiner selbst. So wundervolle Dialoge, die du mit dir, mit anderen, mit jedem, mit allem Ausdruck haben kannst, wenn du es dir erlaubst. Es ist alles in diesem Moment. Es ist nichts im Nachtragen des zuvor war, des morgen wird. Und somit lehrt euch die Kommunikation mit den nicht sprechenden Wesen, das Sein im Jetzt und Hier, die Achtsamkeit deiner, eurer eigenen Frequenz, die volle Verantwortung für das Fließenlassen der Frequenz in dieser oder in einer anderen Form, frei von Wertung. Je weniger Wertung du über die eigene Frequenz hast, desto mehr kannst du sie beobachten, desto leichter gelingt es dir, Nein zu sagen zu der Selbstständigkeit, die diese Frequenz annimmt, wenn sie immer wieder in den gleichen Bahnen fließt, in denen sie doch zuvor auch immer wieder geflossen ist. Je mehr du das erlaubst, das Fließen, dir erlaubst zu beobachten, wie der Fluss immer wieder durch das gleiche Bett fließt, desto mehr bündelt sich die Kraft in dir des Erlaubens, den Fluss auch in andere Richtungen, durch andere Flussbette hindurch fließen zu lassen. Überfüllt bist du nur dann, wenn dein Erlauben in deinem Flussbett begrenzt ist, wenn du den einen Fluss durch deine, und wir sagen das voller Liebe und frei von jeglicher Wertung, durch deine individuelle Farbgebung begrenzt ist also dein Erlauben, das Erlauben von bestimmten Frequenzen, doch nicht das Erlauben von allen Frequenzen, ist dein Flussbett bald überfüllt und du fühlst dich überflutet. Und wenn der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt, kippt deine Frequenz in all die Frequenzen, die du durch deine Frequenz hindurch erlaubt hast, im Nicht-Erlauben, im Erlauben ohne zu erlauben. Erlaubst du jedoch im Erlauben, so bleiben die Frequenzen nicht in dir haften, so sind die Frequenzen nicht das, was du bist, denn sie sind, was du erlaubst, und du erlaubst die reine Liebe, du erlaubst alles, was ist, Liebe zu sein. Erlaubst du also das, was du erlaubst, in dem Bewusstsein, ich bin reine Liebe, alles, was durch mich hindurch fließt, ist reine Liebe. Und so ist alles, was ich erlebe, reine Liebe, Ausdruck reiner Liebe.
So bist du frei, niemals überflutet, denn das, was durch dich hindurchfließt, ist die reine Liebe, gefiltert durch deine Frequenz, die reine Liebe-Frequenz, ist ein Teil deines Filters, die Kontrolle-Frequenz in welcher Form auch immer. Bist du bald überfüllt, übersättigt, kannst nicht mehr halten, kannst nicht mehr verwalten und somit ist das, was durch dich hindurchfließt, an irgendeiner Stelle zu viel. Und wir sehen das und wissen, dass dies notwendig ist, um voll und ganz und noch mehr die Liebe in allem zu sehen, die Liebe in allem zu erlauben. Wir wissen, dass dies ein wundervoller Ausgangspunkt ist, um noch mehr Liebe zu erlauben, um noch mehr Liebe zu sein, um noch mehr Liebe neu, neu und neu und neu als deine erste Wahl zu signalisieren, zu leben, zu sein. Da du erkennst, dass du im Erlauben Überfluss fühlen kannst, kannst du auch fühlen, dass du im Überfluss der Liebe bist, wenn du alles erlaubst, so wie es ist, wissend, dass alles Ausdruck der Liebe ist, dich auf die Liebe fokussierend und damit die Liebe als einzige Realität sich ausdehnen sehen. Du siehst die Liebe sich ausdehnen in ihrem Überfluss, in all ihren Facetten, die zu dir kommen, die du erlebst, die du durch andere hindurch erlebst, die du beobachtest. Du siehst die Liebe in allem, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe. Siehst du in allem durch alles und damit ist die Liebe das, was deine Realität ist. Deine Realität. Niemandem stülpest du diese Liebe über. Nein, deine Realität ist die Liebe, die durch alles hindurch dir zur Verfügung steht, dir entgegenspricht, durch dich hindurchfließt und alles durchfließt, durch dich, durch dein Sein, durch deine Wahl. So wahlvoll in dieser reichen Welt von Farben, von Ausdrucksformen, die alle der Liebe entspringen. Du merkst, ihr merkt, alles spricht zu dir durch sich hindurch, durch dich hindurch, durch alles hindurch. Alles ist miteinander verwandt, alles ist miteinander verknüpft, alles hängt zusammen. So verschieden auch die Thematik sein mag, die Perspektive sein mag, der Blick sein mag. Du bist alles, was ist, volle Liebe, volles Licht. Wir sind, was du bist. Wir sind volles Licht, volle Liebe. Wir sind du, du bist wir. Ihr seid wir sind ihr. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.